so dass wirklich diese Zeitstempel perfekt sind, die Daten sauber sind und damit dann auch wirklich direkt KI-fähig sind. Lara, ich bin ein großer Fan von Brightfield, aber ich glaube, die Audience kennt Brightfield noch nicht gut genug oder nur wenige. Vielleicht in wenigen Sätzen einen Überblick als COO von Brightfield. Was tut Brightfield? Was macht euch besonders? Und wie helft ihr auch der Community, den Menschen in Deutschland und darüber hinaus? Ja, sehr gerne. Also erstmal wunderbar, dass du ein Fan von Brightfield bist. Brightfield ist ein Real-Time Operating System. Das hat sozusagen eine Hardware-Komponente und eine Cloud-Komponente. Das sind so ungefähr die zwei Pillar, auf denen es aufgebaut ist. Und in dieser Hardware-Komponente stecken 13 Sensoren, die sozusagen jede Art von Asset, was momentan noch offline ist, und davon gibt es sehr, sehr viele, zum Beispiel im Stromnetz, die ganzen Verteilnetztransformatoren sind komplett offline, oder eben auch in vielen Fabriken sind viele Maschinen noch offline. Und mit dieser Sensorik können wir sozusagen dieses Asset digitalisieren in Echtzeit. Und das Besondere tatsächlich an der Brightfield Hardware und der Technologie ist, dass auf der Hardware selber der Zeitstempel gesetzt wird für diese 13 Sensoren, wenn der Wert generiert wird. Und dann die Hardware, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Verteilnetz anguckt, hat man ja so ein typisches System, so eine Netzstruktur, wo viele verschiedene Verteilnetztransformatoren sind. Und da muss man natürlich bei Hardware immer darauf achten, dass wenn da Zeitstempel gesetzt werden, dass die immer im Gleichschritt miteinander laufen. Deswegen unsere Hardware auch alle 4 Stunden sich mit der Atomic Clock synkt, so dass wirklich diese Zeitstempel perfekt sind, die Daten sauber sind und damit dann auch wirklich direkt KI-fähig sind. Und es sozusagen komplett saubere Daten sind, dass alles, was in der Cloud landet, schon richtig schön und sauber ist. Okay, sauber für was? Um damit Data Science zu betreiben oder eben jetzt in einem anderen Anwendungsfall des Verteilnetzes ist es so, dass wir dann wirklich daraus Rückschlüsse erzielen können, wie der Lastgang ist in dem Verteilnetz, also wie ist die Stromlast. Und auch, wenn wir können damit dann lokale Engpässe erkennen, sozusagen in Echtzeit. Wir können aber auch den Verteilnetzen dabei helfen, zum Beispiel eine effizientere Netzplanung zu gestalten. Momentan muss man sich das so vorstellen, wenn in der Stadt die Anfrage gestellt wird, können wir dort eine Ladesäule bauen? Dann wird geguckt, okay, welcher Trafo würde diese Ladesäule mit Strom versorgen? Und was dann passiert, ist tatsächlich, dass ein Elektrotechniker, von denen es gar nicht so viele gibt, rausfährt, eine mobile Messung macht. Weil der Trafo ja offline ist und das ist natürlich eine wahnsinnige Ineffizienz. Und das ist das, was Brightfield sozusagen für diesen Fall ersetzt. Was natürlich generell jetzt ökonomisch gesehen viel wichtiger ist, dadurch, dass wir von diesen zentralen Stromkraftwerken ja wegkommen und in der Zukunft eine deutlich dezentralere Stromversorgung haben, sodass der Strom auch von dem Verteilnetz hochfließt. Ja, also früher war es so, der Strom kam runter von der Übertragungsnetzebene in das Verteilnetz und dann zu den Endverbrauchern. Und jetzt hat ja der Endverbraucher teilweise schon eine Stromquelle. Dann fließt der Strom hoch und ich habe auf einmal da eventuell einen Engpass. Das ist eben das, wo man sagen kann, momentan müssen teilweise dann Kraftwerke abgeschaltet werden, weil das zu einer Ineffizienz im Netz führt. Und meistens sind es dann eben momentan die Erneuerbaren. Das nennt man Curtailment typischerweise. Das ist das Abschneiden von hauptsächlich in Deutschland von Windkraft. Und das löst Brightfield natürlich auch, weil man genau sehen kann ich überhaupt noch mit dieser zusätzlichen Stromfluss umgehen? Weil das Netz ist ja jetzt auf einmal digital und ich habe tatsächlich diese Visibilität, die ich vorher gar nicht gehabt hätte ich nicht Brightfield installiert. Okay. Das heißt also, ihr macht eine Realtime-Transparenz der Netzlast. Genau. Und nicht mehr unidirektional, sondern bidirektional. Das heißt, das, was halt eben durch Einspeisung von lokalen Solarkraftwerken und sonstige Windkraftwerke kommt, das könnt ihr dann transparent machen. Und was ist der Nutzen dann final für die Stadtwerke, für die Netzbetreiber? Für die Netzbetreiber ist tatsächlich der erste Mehrwert ist eben der Teil für die Netzplanung, wo man einfach physisch nicht mehr rausfahren muss. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, dass wenn ich dieses Netz in Echtzeitabbildung habe, was ich machen kann, ich kann mein Netz viel effizienter anfangen zu steuern. Ich kann sagen, in der nächsten Stunde wird da unten in diesem Südgebiet in meinem Netz, wo ich weiß, da ist ziemlich viel Solar, sehr viel Solar eingespeist werden aufgrund unserer Algorithmen, können wir sagen, mit 95% Wahrscheinlichkeit, das wird die Netzlast in diesem Gebiet sein. Was dann bedeutet,
Ich kann meine Mengen, die ich vorher bestellt habe, renominieren, also sozusagen abbestellen, um eben zu sagen, ich bevorzuge es jetzt, die grüne Energie, die gerade eingespeist wird, zu verwenden, anstatt jetzt von den Atomkraftwerken oder von Atomkraftwerk ist meist eine Baseload, aber von Gaskraftwerken oder so schnell noch eine Netzlast mit aufzukaufen, die ich gar nicht brauche, weil ich ja jetzt schon sehe, in einer Stunde, ich werde definitiv genug Strom haben in dieser Ecke. Oder ich werde gar keinen Strom haben in dieser Ecke und muss ganz schnell gucken, dass ich mir den Strom dazu kaufe.